Hi Leute, willkommen zu Dragon About. Ich bin der Dirk und heute kommt der 4. Teil zum Kriegshammerbau. Ich hoffe, die ersten 3 Teile haben euch gefallen. Naja gut, wenn man die Planung mitzählt. Dann hoffe ich mal, das 4. Teil gefällt euch auch. In dem Teil werden wir das Ganze jetzt latexen. Wie gesagt, latexen. Ich werde kein Flexi-Paint momentan mehr benutzen, aufgrund des Formelproblems. Es kommt mit Kälte nicht mehr klar. Kann ich keinem guten Gewissens mehr verkaufen. Also die Waffen. Sobald ein bisschen kälter ist, zerbröseln die. Ja, also wird wieder gelatext. Dann hoffe ich mal, das Video gefällt euch. Bleibt dabei. Wir sehen uns. So Leute, erstmal noch eine andere Kleinigkeit. Und zwar, damit wir das Ganze besser aufhängen können, werde ich jetzt noch ein bisschen Bleiband reinmachen. Und zwar habe ich hier 2 Linien gemacht. Gehe ich jetzt mit dem Cuttermesser so ein bisschen drumherum. Mache dann so leichtes V. Alles dann, damit dann nachher das ein bisschen tiefer sitzt. Wir brauchen noch den Schleifstein. So. Dann machen wir das so ein bisschen tiefer. Das ist halt quasi, mal abgesehen davon, dass ein bisschen Gewicht kriegt. Normalerweise mache ich bei längeren Waffen nicht so gerne Gewicht rein, aber bei der hier geht es noch. Und es ist halt nachher angenehmer zum Pinseln, weil ich das Ganze aufhänge. Allerdings werde ich das nicht hier im Keller machen mit der Aufhängerei. Das mache ich bei mir in meinem Bastelzimmer, weil hier einfach die Decke viel zu niedrig ist, um das zu machen. Also werde ich nur quasi die Spitze, das obere Teil pinseln und den Rest mache ich dann bei mir im Bastelzimmer. Also nicht wundern. Prinzipiell, also jetzt sage ich mal vom Pinsel her selber, wird sich da auch nicht viel ändern. Weil Latex habe ich viele Jahre benutzt. Das Zeug ist alt bewährt. Da kann man nicht viel bei falsch machen. Naja, doch schon irgendwie, aber eigentlich nicht, wenn man weiß, wie es funktioniert. Ja, da ist noch was runtergefallen. So, dann mache ich jetzt erstmal hier eine ordentliche Ladung rein. Passt wieder auf, dass ihr euch die Finger nicht verbrennt. Am besten drückt er das so ein bisschen dann mit der Heißklebepistole dann dran. Wie gesagt, die Vertiefung ist, damit das danach ein bisschen bündiger ist, kann man dann noch ein bisschen tiefer machen, aber ich habe jetzt nur so gemacht. Da kommt dann nachher Leder drüber und dann ist das gut. Und wie gesagt, das Stück benutze ich dann quasi zum Aufhängen der Waffe. Ich hätte das auch weiter oben machen können, aber ich habe es jetzt lieber mal in der Mitte gemacht, weil hier kommt Leder hin. Also quasi hier und eventuell oben auch noch ein Stück. Da muss ich aber noch gucken, was ich da mache. So, dann fangen wir mal an. Dann gehe ich immer hin, mache so ein gutes Stück, so ein paar Zentimeter, ordentlich drauf. So. Ja, wie ihr seht, das ist dann schon, kann man auch ein bisschen strammer ziehen, dann ist es auch bündig. Das mache ich dann immer so ein paar Zentimeter und dann tue ich wieder neuen Kleber drauf. So. Mal so 4-5 Zentimeter. Wie gesagt, das hängt davon ab, was ihr für eine Düse an der Heißklebepistole habt. Also diese hier mit diesem Türkis, die hat eine relativ dicke Düse. Die mit den gelben, die sind eigentlich relativ schmal. Also mehr so für filigranere Sachen. Also ich benutze mittlerweile lieber die mit der großen Düse, weil man damit wesentlich schneller arbeiten kann und auch große Flächen halt schneller mitkleben kann, wenn man das muss. So, wieder ein Stück. Statt dem Bleiband können wir natürlich auch Kordel nehmen. Also jetzt, ich sage jetzt mal nicht zum Beschweren natürlich nicht, aber
um das an der Stelle was härter zu machen und dann da an der Stelle das dann halt aufhängen zu können. Aber das müsst ihr dann wissen, wie ihr das gerne habt. Der eine mag es halt was schwerer, der andere was härter oder weicher. Da müsst ihr dann gucken. Das ist jeder anders. Das ist ja nur so eine allgemeine Anleitung jetzt. Wie ich es halt machen würde. Beziehungsweise wie ich es halt mache. Den Rest könnt ihr ja dann so, wie ihr denkt. So, am Ende noch mal ein bisschen drüber gehen. Wenn ihr hier noch ein paar Stellen habt, wo ein bisschen was rausgequollen ist, könnt ihr auch mit der Spitze noch mal drüber gehen, noch ein bisschen verteilen. Das hält danach auch deutlich dann besser. So, die Spitze hier auch noch mal ein bisschen nach. Und immer aufpassen, wie gesagt, dass euch nicht die Finger verbrennt, ne? Also nicht reinpacken. Sprecht aus schmerzlichen Erfahrungen, die ich schon öfters sammeln durfte. So. Wie gesagt, kann man natürlich auch Pateks nehmen. Ne? So. Das sieht jetzt schon mal so gut aus. Dann schneide ich hier mal ein kleines Stück ab. Zack. Hab noch ein bisschen was überstehen, aber das mache ich dann später weg. So, die braucht man nicht mehr. Die können wir ausstecken. Wie gesagt, dann mache ich normalerweise, gehe ich dann hin. Mache dann, je nachdem wie viel Platz er zur Decke oder wo es halt aufhängt, ihr könnt das natürlich auch hinlegen. Müsst ihr dann halt nur gucken, wie ihr das am besten macht. Nur ich muss ehrlich sein, das Hängen, das ist eigentlich ganz gut. Deshalb dann auch das Bleiband oder Kordel, je nachdem. Dann mache ich dann quasi hier an der Stelle, dann braucht er nämlich hier nur an den Rand und da. Und dann den Rest braucht er dann keine Farbe drauf zu machen, weil dann sowieso Leder drüber kommt. Nur so als kleiner Tipp. So, dann fangen wir mal an. Wir wollen das Ganze jetzt pinseln. Dann tun wir mal alles hier auf Seite, da brauchen wir alles nicht mehr. Schreibe alles weg. Schreibe ich dann auch. So, dann habe ich wieder so eine Dose. Dann nehme ich immer so die Autopack-Dinger, die sind eigentlich ganz praktisch. Habt noch was zu futtern. Und wenn ihr sie dann leer gemacht habt, könnt ihr sie mit dem Deckel gut zum Pinseln benutzen. So, dann nehmen wir Latex. Und von den Proportionen her ist das dann auch immer eigentlich ganz angenehm. So, dann habe ich schwarze Abtönfarbe. Macht dann guten Schuss rein. Also jetzt nicht einen halben Liter, aber schon einen guten Schuss. Ich hoffe, dass man das gut sehen kann. Nehmt da irgendwas zum Umpinseln. Ich nehme mal irgendwelche alten Pinsel oder alte Stifte oder was auch immer. Und dann rührt er das Ganze ordentlich um. Bis es schön dunkel ist. Wenn es ein helleres Grau noch ist, dann könnt ihr ruhig noch ein bisschen was rein tun. Ist danach auch schwarz, aber wie gesagt, macht einen guten Schuss rein, dann ist das schon eigentlich ganz gut. Dauert immer ein bisschen länger mit dem Pinseln. Wenn das noch dunkler wird, seht ihr das immer quasi in der Mitte, wo ihr am Rühren seid. Da ist es dann nämlich noch ein bisschen dunkler, was dann hochkommt. Ja. Ein bisschen auf Seite. So. Ich denke mal, das ist jetzt gut. So. Pinsel den tun wir hier irgendwo. Beziehungsweise den Stift. So, dann könnt ihr hingehen mit dem Auftragen. Gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt quasi, naja, wo fangen wir an? Mal schauen, was darf ich denn hier so rumfliegen? Ja, super, die Dinger, die ich brauche. Doch, da haben wir es. Und zwar, ihr könnt nehmen, so die klassische Sache, den Pinsel. Der ist natürlich dann nachher so voll gesifft, da kriegt ihr keine schöne Oberfläche mit hin. Dann könnt ihr hingehen mit Schwämmen, tupfen. Ja. Also ich demonstriere einfach mal. So, am besten eigentlich auch eine Unterlage, aber ich sage jetzt mal zum schnell auftragen und so für den ersten Schichten ist eigentlich ein Pinsel ganz gut. Weil damit könnt ihr nicht viel falsch machen. Da kriegt ihr auch keine laufenden Nasen.
Wie ihr seht, das geht relativ flott. Ne? Das ist jetzt, ich demonstriere einfach. Müsst auch gucken, dass ihr, wenn es geht, irgendwie keine dreckigen Unterlagen habt. Ich hätte jetzt vorher wirklich noch Zeitungspapier hinlegen sollen. Aber naja, gut. So. Aber wie ihr seht, das geht echt ziemlich schnell. Ne? Habt da so eine Schicht ziemlich schnell drauf und vor allen Dingen die trocknen dann noch relativ zügig. Ja. So. Haken ist halt an der Sache, beziehungsweise der Nachteil, dass die Pinsel immer ziemlich schnell versifft sind und dann habt ihr nachher dann immer so Forschen, wenn ihr dann da am Pinseln seid. Wie gesagt, so für die erste Schicht ist das nicht schlecht. Wenn ihr den dann benutzt habt, könnt ihr den in Wasser rein tun. Dann könnt ihr den noch ein bisschen öfters benutzen. Oder halt viel rausfrickeln. Wenn er trocken ist, müsst ihr dann das ganze Zeug, was dann trocken geworden ist, müsst ihr dann da alles so rausfriemeln. Das ist natürlich immer eine scheiß Arbeit. Macht doch nicht jeder gern. Deshalb war ja auch noch ein paar andere Sachen im Petto. Ich werde euch so ja meinen Geheimtrick verraten. Ihr das Ganze zwar nicht so wie Airbrush glatt hinkriegt, aber schon relativ glatt. Und zwar, naja, das machen wir noch nicht. Dann bleibt dann nämlich noch ein bisschen dran und guckt das Video euch noch an. Und zwar gehen wir jetzt erstmal hin. Ihr könnt das natürlich auch mit einem Schwamm machen. Ja, geht da hin, geht dann einfach rein und geht dann so drüber. Geht natürlich auch, finde ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so optimal. Kann man machen, aber wie ihr seht, das ist, naja, auch nicht so das Optimale. Jetzt bin ich hingegangen, habe irgendwann mal rausgefunden, ich hatte dann so einen dünneren Pinsel und die Borsten wurden natürlich durch das Latex dann immer kürzer. Und dann bin ich dann hingegangen und hatte nachher nur noch quasi hier diese Metallhülse. Das war aber ein ziemlich dünner Pinsel. Und bin dann hingegangen und habe da quasi nur noch mit der, ja, also mit dem Metall quasi aufgetragen. Das war dann, naja, dachte ich so, ganz okay. Dann bin ich hingegangen, habe ein Aluminiumprofil genommen, mit Profil und Rundeisen, habe das ein bisschen angebogen, weil je nachdem, wenn er Schild oder sowas macht, ist das natürlich ziemlich praktisch. Und dann geht er einfach rein und tragt das hier mit auf. Damit kriegt er nachher eine richtig schöne glatte Oberfläche hin. Wie gesagt, müsst ihr jetzt nicht bei der ersten Schichten, bei der ersten ist es mit dem Pinsel halt besser, aber so später die Schichten. Damit kriegt er eigentlich wirklich schön hin. Ihr müsst dann nur immer gucken, dass er so ein bisschen gleichmäßig das dann auftragt. Na? Und dann könnt ihr damit richtig gute Ergebnisse erzielen. Also das ist mein Geheimtipp. Normalerweise verrate ich dazu keiner. Warum ich das heute mache, weiß ich auch nicht, aber naja, gut. So, gehen wir wieder hin, fahren erstmal mit dem Pinsel weiter. So, wie gesagt, ich mache jetzt nur so das obere Stück. Den Rest mache ich dann im Bastelzimmer. Mit dem Latex braucht ihr auch über das Fliegengitter nichts drüber machen. An Pattex, so wie ihr das dann hier beim Flexipaint musstet. Das zieht sich nämlich in diese Vierecke rein und ist nachher richtig gut stabil dadurch. Also da braucht ihr echt euch keinen Kopf zu machen, das ist wirklich schon nicht schlechter. Ist schon seit Jahren erprobt von mir, hab's dann halt nachher auf Flexipaint umgestellt, aber naja gut. Das Thema hat man ja schon am Anfang des Videos, ist kein schönes Thema, ist halt so. So, vielleicht tun sie es ja irgendwann wieder umändern. Hoffe ich. Oder das halt beides anbieten, halt um die neue Form. So. Dann schauen wir mal. Machen jetzt hier noch ein paar Zentimeter, 20, 30. Noch, dass ihr ein bisschen gucken könnt. Und wie gesagt, den Rest mache ich dann im Bastelzimmer, weil ich das Ding aufhängen möchte. Wie ihr seht, das geht echt schnell. Ne? Macht er dann, naja, je nachdem wie dick er die Schichten macht, so
6 bis 8. Und dann klappt das schon ganz gut. So. So, das wäre soweit erstmal. Und dann sehen wir uns dann quasi wieder, wenn ich das Ding komplett gelatext habe. Und dann anfange, die richtige Farbgebung zu machen. Ich hoffe, das ist soweit okay. So Leute, dann fangen wir mal an und machen hier mal so ein bisschen schon mal die Optik. Bin bei dem bis hier schon mal hingegangen, habe das schon mal gemacht. Also das untere Teil, ich mache jetzt nur das obere. Wie gesagt, ich kann das hier nicht im Keller hinhängen. Nur damit ihr seht, wie ich das Ganze mache. Und zwar gehen wir wieder hin. Machen erstmal wieder eine gute Schicht schwarz drauf. Gut, muss ich zusagen, ich habe jetzt schon hier so 6, 7 Schichten habe ich schon drauf gemacht. Das wird jetzt quasi die letzte Schicht in schwarz sein und dann fangen wir an dann mit der richtigen Farbgebung. So Leute, passt auf. Und zwar hatte ich ja ungefähr bis hier schon mal das mit dem Kamm gemacht. Dann klaut ihr wieder von eurer Freundin, Mutter, wem auch immer, Tochter, wem auch immer, wo ihr was findet. Klaut ihr euch einen Kamm. Ich habe hier noch ein bisschen was drin von dem Latex vom Vorarbeiten. Ist aber nicht schlimm, wenn er trocken ist, kann er das ganz normal da rausfrickeln. Ne? Und dann geht er hin und zieht das einfach durch das Latex durch. Ich habe das so ein bisschen nach unten noch ein bisschen so drüber gemacht, also da wo ich schon hatte, damit die Übergänge nachher besser sind. Aber das muss man nur machen, wenn man halt ein bisschen rustikaler haben will. Ich mag es halt ein bisschen rustikaler von der Oberfläche. Dann geht er wieder so ein bisschen hin, macht so ein bisschen wellenförmige Bewegungen. Ja. Müsst ihr dann immer ein bisschen gucken, wie das dann aussieht nachher. Da kann man immer noch mal ein bisschen drüber gehen, ein bisschen variieren, bis er sagt, ja, das sieht gut aus. Ne? Müsst ihr jetzt nicht machen, aber wie gesagt, ich mache es gerne ein bisschen rustikaler. So, und wenn ihr damit zufrieden seid, dann hängt ihr das Ding auf Seite oder legt es hin. Nur ihr müsst immer gucken halt, dass das so irgendwo hinlegt, dass das aufliegt. Ne? Und halt nichts an die Farbe kommt. Wie gesagt, ich hänge das immer gerne dann im Bastelzimmer auf. Deshalb mache ich dann mit dem Bleiband oder mit Kordel. Ne? Weil das sonst sich durch den Druck halt zusammendrückt. Ne? Das ist halt ein bisschen leichter. So, dann haben wir quasi, wenn wir das jetzt hier trocken haben, schon mal die Holzstruktur, schon mal im Schwarz und dann fangen wir an mit der Farbgebung. Na, dann sehen wir uns wieder, wenn das Ganze hier, der Rest getrocknet ist und dann fangen wir mit der Farbgebung von dem Ganzen an. So Leute, ich habe schon so ein klein wenig vorher gearbeitet. Mal wieder, weil ich ja halt hier im Keller nicht so wirklich so eine lange Stange aufhängen kann. So bin ich hingegangen, habe schon mal das untere Dreiviertel ungefähr schon mal mit Braun gemacht. Ja, das Mikro sollte man dann vielleicht auch nicht wegwerfen. Das ist halt ein bisschen eng hier für so lange Teile. So, passt auf. Dann gehen wir jetzt erstmal hin. Ich nehme Latex, nehme dann eine von diesen kleinen Flexiband Unterdosenteilen. Das ist schon ein bisschen reingebröselt. Wir fangen jetzt einfach mal oben an. Mal gucken, ich glaube, ich mache das relativ hell. Guten Schuss Silber rein. Und dann werden wir das Ganze erstmal ein bisschen untermischen. Mal gucken. Prinzipiell kann man natürlich dann noch hingehen, wenn man es erstmal ein bisschen dunkler haben will. Da hat man noch ein bisschen Schwarz in das Silber mit rein. Dann ist es halt erstmal was dunkler. Oder man trägt es halt ein bisschen mit dem Schwamm nicht so dick auf. Kann man natürlich auch machen. Aber das ist halt. Müsst ihr dann gucken, wie es euch von den Farben. Die einen mögen halt wie beim Holz. Der eine heller, der andere dunkler. So. Ich hoffe mal, dass das jetzt gut vermengt ist. So. Dann schauen wir mal, ob da was bei rauskommt. Gehen wir erstmal hin. Ein bisschen Silber. Wieder irgendwo eine Unterlage, da ihr wieder ein bisschen abtupfen könnt. Und dann fangen wir einfach mal an. Das ist wieder ganz normaler Matratzenschaumstoff, das kennt ihr ja schon so ein bisschen von mir. Und dann schauen wir erstmal, wie das nachher so wirkt. Bin selber mal gespannt, weil den Silberton habe ich mit Latex noch gar nicht getestet.
Also das könnte spannend werden. So, das tun wir mal hier so rüber. Ich besser dran komme. Und dann gucken wir mal. Wenn es ein bisschen schäumt und so ein paar Bläschen wirft, ist nicht schlimm. Geht erstmal ein bisschen weiter drüber, bis das Gröbste an Farbe aus dem Schwamm raus ist. Und dann tupft er einfach nochmal über die Stellen noch so ein bisschen drüber. Dann sieht das eigentlich gut aus. Kann auch sein, dass das jetzt schon von der Helligkeit schon ziemlich gut ist. Müssen wir halt dann mal gucken. Das sehen wir dann. So Leute, das Ganze, das wie ihr seht, ist ja an der Spitze schon fast wieder, naja, nicht mal ganz trocken, aber schon ziemlich schnell getrocknet. Mit dem Schwamm, das geht immer sehr schnell. Farbe habe ich mal wieder viel zu viel gemacht. Und weil das jetzt gerade so schnell ging, werden wir jetzt mal hingehen und machen noch den Rest Holz auch noch dazu. Und ein bisschen aufpassen, dass ich nicht an das Silber komme. Aber das wird schon klappen. So. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Das geht eigentlich relativ zügig durch den Tupfen. Und dann werden wir damit die Farben weitermachen. Dann brauche ich noch einen helleren Braunton, noch ein bisschen schwarz. Und das Silber, was ich hier reingetan habe, da benutze ich dann, um hier noch so ein paar Highlights und Akzente zu setzen, dass das alles ein bisschen metallisch aussieht. So, dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal trocknen und dann sehen wir uns wieder, wenn das Ganze trocken ist. So Leute, das Silber und das Braun ist jetzt trocken. Jetzt gehe ich hin, nehme ein bisschen von der Acrylfarbe, dann Schwamm wieder. Und tupfe das Ganze relativ dünn auf den Schwamm. Und dann gehen wir so ein bisschen hin, so über die Kanten, dass das alles so ein bisschen Konturen kriegt, also so ein bisschen die Schärfe. So. Können aber auch generell so ein bisschen drüber gehen, dass das generell alles ein bisschen heller ist. Aber wie gesagt, relativ dünn. Ja. So ein bisschen. Lieber ein paar Mal mehr drüber gehen, wie nachher zu viel. So, haben wir das jetzt auch. Dann gehen wir jetzt hin, legen das Ganze erstmal wieder hier so ein bisschen drauf. Und dann wollen wir das Ganze noch ein bisschen heller machen. Dann gehen wir hin. Diesmal gucken wir mal, dass wir nicht so viel reinkippen. So viel brauchen wir nicht. Schon fast wieder zu viel sein, aber schauen wir mal. So, dann nehme ich einen Ockerton. Wie gesagt, ich muss mal gucken, das ist immer noch nicht so zufriedenstellend von der Farbe her. Sieht alles noch so ein bisschen zu gelb aus. Aber kann man schon mitarbeiten. So. Ups. Dann so das Ganze gut durchrühren. So, das haben wir dann schon mal. Dann nehmen wir wieder einen Schwamm. Ja, die sind alle ein bisschen, na ist egal. So, wieder ein bisschen auf den Schwamm drauf. Dann sucht euch wieder irgendwo eine Ecke, wo ihr wieder ein bisschen abtupfen könnt. Und dann geht er wieder so ein ganz bisschen über das Ganze drüber.
das Ganze und einmal rund. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal wieder was trocknen. Und dann gucke ich mal, ich gehe glaube ich noch ein bisschen mit Schwarz drüber, dass das Ganze noch ein bisschen mehr Kontur kriegt. Aber das zeige ich euch dann gleich. So, und zwar, das Ganze ist jetzt schon fertig, getopcoatet. Ich habe den von Flexipant genommen über Latex. Das scheint gut zu funktionieren. Ist schön weich, wie ihr seht, ne? Die Schlagflächen. Biegen kann man auch hin und her. Ne? Wie gesagt, kann man dann halt was weich oder nicht so weich machen, je nachdem wie dick die Kabelbinder sind. So, dann gehen wir jetzt mal hin. Das Ganze wollen wir ja auch noch halten können. Jetzt gehen wir hin, wenn wir ja stehen, also das Ding gerade hoch steht, dass man das halbwegs gut packen kann, machen wir jetzt hier auf dem Stück noch Leder. Hier machen wir ein bisschen was länger und unten zum Knauf, sage ich jetzt mal, machen wir auch noch mal zum Greifen, damit sich das Ganze nicht so schnell ablösen kann. So, dann nehmen wir mal wieder doppelseitiges Klebeband. Jetzt muss ich nur mal gucken, nochmal von der Stehhöhe her. Ja. Eine Hand, zwei. Naja, so ungefähr eine Handbreit drunter. Schauen wir mal. Erstmal ein Stück länger abschneiden. Eine Hand drunter. Noch ein bisschen mehr. So. Je nachdem, wie groß die Leute sind. So. Und das Ganze halbwegs gepasst hat, nimmt er einfach von dem vorigen Stück das Teil und dann könnt ihr das auf die Länge abschneiden. So als kleiner Tipp. Ich denke mal oben zum Greifen sollten so 3 Stück reichen. Ich tue halt immer so ein paar Millimeter, so 5 Millimeter, Zentimeter, je nachdem überlappen lassen, damit das alles gut übereinander ist. So, dann habe ich schon mal so ein paar Lederstreifen vorbereitet. Müsst ihr halt gucken, ob ihr Leder in der Länge da habt. Ansonsten kann ich euch nur sagen, nehmt ein rechteckiges Stück, klebt dann quasi so einen Streifen dran, macht nochmal ein Rechteck drüber mit Löchern und schnürt das halt. Oder wickelt das einmal so rum. Ich mache das jetzt halt mit den langen Stücken, kann ich das natürlich, weil ich halt Leder hier liegen habe. Wie gesagt, müsst ihr halt gucken, ob ihr Leder in der Länge da habt, dass das zum Wickeln reicht. Oder halt ein bisschen rumgucken, dass er das irgendwie anders hinkriegt. Kann man halt auch andere Sachen zum Wickeln vernehmen. So, jetzt haben wir das Stück hier. Gehe ich mal hin. Macht dann wieder hier so ein Dreieck, damit wir das dann gerade so kriegen. Ja, so. Das lasse ich jetzt aber erstmal, das klebe ich dann gleich. Schmeiß schon wieder das Mikro um. Ich sage ja, für so ein Riesenteil ist der Keller viel zu klein, um das zu kleben, aber naja, gut. Ist halt so. So. Dann gehen wir hin. Bei dem Teil machen wir ein bisschen länger, damit man ein bisschen mehr Platz zum Greifen hat. Je nachdem zur Variation. Unten am Griff, da brauchen wir nicht so ein großes Stück, beziehungsweise nicht so ein langes. Machen wir hier großzügig ein Stück drüber. Das ist halt, damit man auch ein bisschen was von der Holzoptik sehen kann. Dann natürlich auch das ganze Ding mit Leder machen. Aber das wäre natürlich schade. Da hätte ich mir beim Holz nicht keine Mühe geben brauchen. Aber wenn man es halt schlicht machen will, kann man natürlich auch so machen. So. Ich hätte mir die Fingernägel nicht schneiden sollen. Jetzt kriege ich natürlich wieder die Frickel nicht runter. So. Ja, das passt doch ganz gut.
So, ihr müsst immer gucken, dann lege ich dann immer das eine Stück hin, lege das hier dran und dann schneide ich das immer so ein bisschen in der Länge ab, wie es vorher auch hat. Das klappt eigentlich ganz gut. So. Da brauchen wir halt ein paar Dinger mehr. Aber wie gesagt, wir wollen ja noch ein bisschen beim Greifen variieren können. So. Machen wir noch eine? Ja, eine machen wir noch, Leute. Eine machen wir noch. So. Dann haben wir hier noch ein Stück. So, da hatte ich doch noch ein bisschen, noch ein zweites. Egal. Wo ich das jetzt schon wieder hingeworfen habe. Gut. So, dann fangen wir hier an. Machen wir dasselbe wie oben auch. So, dann schneiden wir nochmal wieder so ein Stück ab. Schauen wir mal. Irgendwie fehlt aber noch das eine Stück. Ich weiß nicht, wo habe ich das denn hingeworfen, Leute? Das war dann noch ein bisschen länger wie das eine hier. Ja. Merkwürdig, merkwürdig. Ah, auf der Erde natürlich. Genauso da ich wieder nicht sehen kann. So. Up. Okay, das Stück ist schon ein bisschen zu lang. Das können wir noch ein bisschen kürzer machen.
Tja. Das könnte ein bisschen kurz sein, also nehmen wir lieber mal das Teil hier. So, machen wir noch ein bisschen schräger. So, dann gehen wir wieder hin. Das ist natürlich bei der Länge wieder irgendwie kacke. Ist ein bisschen lang geworden. So. Kommt noch ein bisschen kürzen. Ja, jetzt sieht es gut aus. So, den ganzen neuen tun wir mal auf Seite. So, gucken wir mal. Nehmen wir jetzt mal eine Dose mit Pateks. Ja. Fangen wir an. Hier oben. So, das ist Nummer 1. Jetzt. So. So Leute, das Ganze lassen wir jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Und dann werden wir das Ganze noch ein bisschen hübscher machen, indem wir dann noch ein bisschen matt tönen. So Leute, das Patex ist jetzt halbwegs angetrocknet. Jetzt machen wir das alles noch ein bisschen hübscher. Bei der Sache kann ich nur empfehlen, zieht euch einen Handschuh an. Am besten einen, der so ein bisschen mit Gummi beschichtet ist. Nehme jetzt irgendeinen alten Schwamm, den ich von irgendwas anderes noch hatte. Und dann habe ich hier von Lederkram Antik Finish.
Gehe da so ein bisschen drüber und dann über das Leder. Je nachdem, wie dunkel ihr das haben wollt, was mehr, was weniger. Ne? Wie gesagt, ist dann wieder euer Geschmack, ob er heller oder dunkler, aber ich mag es halt, wenn es ein bisschen gebrauchter aussieht, deshalb gehe ich da ordentlich drüber. Das macht das Ganze optisch noch ein bisschen schöner. Aber wie gesagt, müsst ihr wissen. Wird auch ein bisschen dunkler, wenn er natürlich dann selber benutzt. Immer mal wieder. Aber das dauert mir halt ein bisschen zu lang. So sieht es direkt von Anfang an hübsch aus. Weil ich finde das immer furchtbar, wenn die Waffen dann so ganz helles Leder haben. Das sieht dann irgendwie so neu aus. Gut, gibt natürlich auch neue Waffen, aber ne, ich finde es halt ein bisschen unpassend. So. Wie gesagt, dann immer mal ein bisschen drauf machen. Bis ihr dann halt zufrieden seid mit der Farbgebung. Was natürlich auch dann nicht schlecht ist, dann kommen dann hier immer diese Wickelungen besser zur Geltung. Finde ich eigentlich auch ganz hübsch. So, dann machen wir noch hinten. So Leute, das haben wir jetzt soweit eingefärbt. Wie gesagt, immer schön Handschuhe anziehen, sonst habt ihr das Ganze an den Finger. Ist nicht so schön. So, das Ganze lassen wir jetzt mal ein bisschen antrocknen und dann zeige ich euch mal, wie das fertig alles aussieht. So Leute, die Farbe ist jetzt soweit trocken vom Griff, also Griffen, ne? Kann man jetzt so gut greifen, vorne noch genug Platz zum Nachgreifen, hinten dann auch. Das ist halt, wenn man halt so steht, ne? Naja gut, ich sitze gerade, aber dass das angenehm zu halten ist. Ja, ich denke mal, das ist gar nicht mal schlecht. Schön weich. Gut, das hier natürlich nicht. Da hätten wir auch noch ein bisschen weicheren Schaumstoff rein, aber meistens wird ja hiermit zugeschlagen. Spitze ist auch flexibel, wie ihr seht. Ne? Kann sich hin und her biegen. Ist jetzt nicht so flexibel, also mehr zur Seite, wie in den Kabelbindern halt. Kann man halt auch so auch noch biegen, ne? Aber halt nicht so viel. Das hängt halt von ab, wie dick man halt die Kabelbinder nimmt. Wenn er was dünnere nimmt, ist das natürlich wesentlich flexibler, als wenn ich so dicke nehme, wie ich sie genommen habe. Ne? Ja, das, was ich ausprobieren wollte für den Newton-Taler, das hat funktioniert. Und zwar möglichst günstig so eine Waffe zu bauen. Habe ich jetzt wirklich nur eine 10 mm Matte für gebraucht, eine komplette von 1 Meter mal 50, also ganz normal Standardmaß. Gut, mittlerweile kriegt er den teilweise nur noch 1 Meter mal 40. Müsste aber, wenn er ein bisschen guckt, müsste er auch hinhauen. Ja, ansonsten habe ich gebraucht 1,50 Meter Kernstab, 2 Kabelbinder, Leder für die Spitzenschutzteile. Nachher natürlich noch ein bisschen Leder zum Wickeln. Könnt ihr natürlich auch viel Geld sparen. Entweder nimmt ihr halt, wenn es ganz billig sein soll, Hockey-Tape oder noch billiger, was quasi umsonst eigentlich ist. Ihr sucht am Sperrmüll halt alte Couch-Teile, wo das Leder halt was für eure Zwecke taucht und zieht das Ding einfach ab. Oder Sessel, was auch immer. Das kann man natürlich dann auch machen. Da kommt er ganz günstig ans Leder ran. Ja, halt ansonsten Pateks, ne? Taler, das für dich, weil du ja immer so viel da drauf schmierst. Also mit so einer kompletten Patex-Dose neu müsstest du prinzipiell, also 5, also 4 kriegst du auf jeden Fall. 4 so Waffen mit hin, mit einer Dose. Ja?
Also nicht, dass du wieder die ganze Dose nur für eine Waffe brauchst. Oder ein Schild. Gut. Ansonsten schwarze Abtönfarbe, 2 Brauntöne. Gut, noch irgendwas zum Auftragen. Schwamm, Pinsel oder halt hier meine, ne, weil ihr euch aus irgendwas selber basteln könnt, wenn ihr irgendwas Passendes habt. Ein bisschen Schwämme, so aus alten Matratzenschaumstoff. Das heißt, alt ist er ja nicht, den habe ich mir extra dafür gekauft, aber halt Matratzenschaumstoff. Könnt ihr auch Spülschwämme nehmen oder so. Ne? Natürlich keine alten, sondern neue, die ihr dann in Stücke schneidet. Das geht auch. Ja. Topcoat habe ich benutzt, den vom FlexiPaint aufs Latex, weil das funktioniert. Kann man auch ein paar Schichten drauf, dann hält es natürlich noch besser. Ich habe den matten genommen, dass das nicht so glänzt. Habe es mal im Kühlschrank mit einem Messer und so probiert. Ist eigentlich ganz okay. Bei Kälte ist es immer noch so ein bisschen, aber ich habe das Ganze auch extrem hin und her. Habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Aber das ist wieder eine andere Sache. Ne, aber das funktioniert. Verträgt sich gut, ist nicht so am Glänzen, sieht cool aus. Ne? Am besten ein paar Schichten drüber machen, so 2, 3, anstatt nur eine. Dann habt ihr auch länger was von. So, das war es dann soweit. Wenn ihr selber noch irgendwelche Ideen habt oder irgendwas habt, wo ihr mal gerne so ein Tutorial zu habt, so wie jetzt hier zu dem Kriegshammer, den ich dann halt gemacht habe, für Taller, das ist eine Gruppe, für die Wanderfalken, könnt ihr euch ja gerne in die Kommentare drunter verewigen. Likes sind immer gerne gesehen und vor allen Dingen, Leute, gucken immer noch zu viele ohne Abos. Abonniert mich, damit ihr keins meiner Projekte verpasst. Ne? Ich freue mich schon auf die nächsten Projekte und dann schauen wir mal. Ich hoffe, das ganze Video bzw. die ganze Reihe, die 4 Teile haben euch gefallen. Ja, dann sehen wir uns bei einem der nächsten Projekte. Wir sehen uns.